Hallo zusammen. In diesem Video erzähle und zeige ich, wie das Spannungsüberwachungsrelais angeschlossen und konfiguriert wird. Dieses Modell heißt XÖS-DJ. Ich lasse einen Link dazu in der Beschreibung. Wenn Sie ein solches Modell benötigen, bestellen Sie über den Link. Dieses Modell überwacht die Spannung von 0 bis 60 Volt. Klemmenblock zum Anschluss der gemessenen Spannung. Phi-IN plus, Phi-IN minus. Die Kontakte sind hier auf beiden Seiten beschriftet. Die Stromversorgung für das Modul selbst wird an diesen Klemmenblock angeschlossen. Auch Kontakte sind beschriftet. Stromversorgung von 6 bis 40 Volt. VIN plus und VIN minus. Hier legen wir Strom an, hier legen wir die gemessene Spannung an. Und der dritte Klemmenblock kommt vom Hochstromrelais. Es ist für eine Last von 10 Ampere ausgelegt. Das heißt, bis zu 2,5 Kilowatt bei 220 Volt können hier als Last angeschlossen werden. Jetzt schließen wir Strom an, sehen, wie es konfiguriert wird, wie es funktioniert. VIN minus ist unser Minus, VIN plus ist unser Plus. Beim Anlegen der Spannung startete das Relais sofort. Unser Display ging an. Es zeigt Spannung 0 an, da wir dort gerade nichts angeschlossen haben. Jetzt werden wir hier auch gemessene Spannung anlegen. Ebenfalls vom Netzteil. Da unser Minus gemeinsam ist, schließe ich nur eine Krokodilklemme an. Das ist unser Plus. Wenn Ihre Stromquelle und die gemessene Spannung aus verschiedenen Bereichen kommen, müssen Sie auch die Minuspole anschließen. Ich habe es angeschlossen. Es zeigt eine Spannung von 11 Volt an. Mit dem Regler kann ich sie ändern. Ich drehe ihn und das Voltmeter zeigt die Spannung an. Zu den Einstellungen. Mit der Stop-Taste können wir es mit einem einzigen Druck ausschalten. Off. Nochmals gedrückt, ist es eingeschaltet. ON. Das heißt, wir können das Modul ein- und ausschalten. Wenn Sie 2 Sekunden gedrückt halten, CP ist das Ausschalten des Displays nach 5 Minuten. Das heißt, wenn wir den CP-Modus verlassen haben, schaltet sich das Display nach 5 Minuten aus, aber die Relais-Funktion wird ausgeführt. Oder OD ist, wenn das Display ständig eingeschaltet ist, es wird leuchten. Um dieses Relais zu konfigurieren, müssen Sie in das Einstellungsmenü gehen. Halten Sie die Set-Taste gedrückt und wir sind im Menü. Hier wählen wir das gewünschte Programm aus. Wir haben hier insgesamt 6 Programme. Und dann fing es wieder an zu blättern, von 1 bis 6. Um in die Einstellungen des gewählten Programms zu gelangen, drücken Sie erneut die CT-Taste. Hier fing der Wert DN für uns an zu blinken. Das ist der untere Wert. Stellen Sie ihn ein, wählen wir zum Beispiel 2 Volt. Wechseln Sie mit der Set-Taste. UP ist der obere Wert. Wählen wir zum Beispiel 4 Volt. Einstellungen speichern, SET gedrückt halten. Da, die Einstellungen sind gespeichert. Und jetzt werde ich die Spannung mit dem Regler ändern. Wenn unsere Spannung unter der unteren eingestellten liegt, 2 Volt, dann ist das Relais IN geschlossen. Die Leuchtanzeige ist an, die rote LED bedeutet, das Relais ist geschlossen. Spannung langsam erhöhen. Wir haben sie auf 4 Volt erhöht und unser Relais hat sich ausgeschaltet. Das heißt, wir haben eine Grenze auf der oberen Ebene gesetzt. Und jetzt senken wir die Spannung wieder auf 2 Volt. Wenn sie unter 2 Volt fällt, schaltet sich das Relais wieder ein. Das heißt, es ist von 2 bis 4 eingestellt. Bei 2 Volt hat es sich eingeschaltet, bei 4 hat es sich ausgeschaltet. Jetzt stellen wir das zweite Programm ein. Halten Sie die Set-Taste erneut gedrückt, wählen Sie U2 mit dem Pfeil. Wir gehen in die Einstellungen. Stellen Sie die untere Spannung ein, zum Beispiel 3 Volt. Wechseln Sie zur oberen Spannung. Wählen Sie 6 Volt. Weiter wird für uns der Timer, OP, ausgewählt. Stellen Sie die Zeit ein, sie ist für uns in Minuten. Zum Beispiel 15 Minuten. Einstellungen speichern.
Wenn die Spannung über den eingestellten Schwellenwert steigt, schaltet sich das Relais aus. Wenn die Spannung auf den eingestellten ersten Wert fällt, schaltet sich unser Relais ein. Und es wird entweder für die von uns eingestellte Zeit eingeschaltet sein, das heißt, es wird 15 Minuten lang arbeiten, dann ausschalten, oder es wird ausschalten, wenn die Spannung die Obergrenze erreicht. Was schneller ist, entweder nach Zeit oder nach Spannung. So funktioniert das zweite Programm. Jetzt prüfen wir Programm Nummer 3. Haben es ausgewählt. In den Einstellungen haben wir die erste untere Spannung auf 3 Volt eingestellt. Die obere Spannung auf 6 Volt. Einstellungen speichern. Spannung ändern. Als die Spannung den oberen Schwellenwert erreichte, schaltete sich das Relais ein. Jetzt Spannung senken. Wenn sie den unteren Schwellenwert erreicht, schaltet sich das Relais aus. Das wird dafür benötigt, zum Beispiel, wenn Sie nicht möchten, dass sich die Batterie vollständig entlädt. Sie stellen den unteren Schwellenwert ein, die Batterie entlädt sich auf 3 Volt und das Relais schaltet sich aus. Und das nächste Mal schaltet sich das Relais ein, wenn sich die Batterie auf eine bestimmte von Ihnen eingestellte Spannung auflädt. Das heißt, jetzt sind es 6 Volt. Wenn sie sich auf 6 Volt auflädt, schaltet sich das Relais wieder ein. So funktioniert bei uns Programm Nummer 3. Jetzt prüfen wir das vierte Programm. Reingehen, U4 auswählen. Untere Spannung bei 3 Volt lassen, obere Spannung bei 6 Volt. Weiter wird Zeit eingestellt, zum Beispiel 15 Minuten, in Minuten gemessen. Einstellungen speichern. Vierte Programm. Spannung einstellen. Fangen wir von unten an. Wenn die Spannung unter dem unteren Schwellenwert liegt, ist unser Relais aus. Wenn die Spannung den oberen Schwellenwert erreicht, hier mehr als 6 Volt, schaltet sich das Relais ein und der Zeitzählung beginnt. Das Relais bleibt eingeschaltet, bis die Zeitzählung endet. Das heißt, wir haben 15 Minuten eingestellt, nach 15 Minuten schaltet sich das Relais aus. Oder es schaltet sich aus, wenn die Spannung unter 3 Volt fällt. Das heißt, es fällt auf 3 Volt und das Relais schaltet sich aus. Entweder nach Zeit oder nach Spannung. So funktioniert das vierte Programm. Übergang zu fünftem. U5 auswählen. Hier haben wir 3 Volt unterer Schwellenwert. 6 Volt oberer Schwellenwert. Werte speichern. Wenn Spannung unter dem unteren Schwellenwert, Relais ist aus. Über 3 Volt anheben, Relais hat sich eingeschaltet. Und nach dem oberen Schwellenwert ausgeschaltet. Spannung senken. Relais hat sich eingeschaltet als unter dem oberen Schwellenwert und nach dem unteren Schwellenwert ausgeschaltet. Das heißt, das Relais ist geschlossen, wenn die Spannung innerhalb der Grenzen zwischen dem unteren und oberen Schwellenwert liegt. Das heißt, von 3 bis 6 Volt Spannung, unser Relais ist ein. Wenn höher oder niedriger, ist unser Relais aus. So kann man zum Beispiel Schutz vor Spannungsschwankungen einstellen. Wenn die Spannung niedriger oder höher als angegeben ist, schaltet sich das Relais aus. Das ist unser Programm Nummer 5. Jetzt wählen wir das letzte, 6. Programm aus. U6 ausgewählt. Unsere Werte 3 unten, 6 oben. Einstellungen speichern und probieren. Hier arbeitet das Programm umgekehrt, entgegengesetzt. Wenn über der Obergrenze ist das Relais ein. Wenn zwischen der Unter- und Obergrenze von 3 bis 6 Volt ist unser Relais aus. Und wenn die Spannung unter die Untergrenze fällt, ist das Relais auch ein. Das heißt, anheben bis auf 3 Volt, das ist aus. Und nach 6 ist es wieder ein. Das heißt, von 3 bis 6 ist das Relais aus. Bei allen anderen Spannungswerten wird das Relais eingeschaltet sein. So funktioniert dieses Modul. Danke allen fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.